Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu dem Thema Blutig wie Stalingrad, die unbekannte Schlacht von Rzeszow. In Rzeszow, einem unscheinbaren Industriezentrum am Oberlauf der Wolga, 230 Kilometer westlich von Moskau, tobte vom Januar 1942 bis März 1943, also über ein Jahr, eine Schlacht, deren Ausmaß mit dem von Stalingrad verglichen werden kann. Die Historikerin Svetlana Gerasimova nennt Rzeszow in ihrem Werk Das Blutbad von Rzeszow, Schukows verlorener Sieg, eine der grausamsten Auseinandersetzungen des gesamten Krieges. Ihre Schätzung: bis zu 2 Millionen Tote. Offizielle Zahlen sprechen von rund 430.000 Opfern, aber schon die Differenz zeigt, wie unklar immer noch die Auswirkungen und die Forschungen dazu sind. Die Kämpfe waren blutig, brutal und gnadenlos. Die Soldaten nannten sie den Rzeszower Fleischwolf. Ende 1941 hatte die Rote Armee Hitlers scheinbar unaufhaltsame Wehrmacht vor Moskau gestoppt und sogar zurückgeworfen. Bis zu 350 Kilometer drängten sowjetische Truppen die Deutschen nach Westen. Ein Wendepunkt. Doch es war auch ein Moment gefährlicher sowjetischer Selbstüberschätzung. Stalin glaubte, der Feind sei am Ende. Im Januar 1942 erklärte er im Kreml selbstbewusst, die Wehrmacht sei in Panik, schlecht auf den Winter vorbereitet, moralisch gebrochen. Man dürfe ihr keine Atempause gewähren, sie müsse ohne Unterbrechung nach Westen gejagt werden. Bis Jahresende, so sein Befehl, sollten Hitlers Armeen auf sowjetischem Gebiet zerschlagen werden. Zudem sollte Leningrad entsetzt, die Krim befreit und das Donbecken zurückerobert werden. Das waren gewaltige Pläne, die jedoch auf einem folgenschweren Irrtum basieren. Stalin hatte sich nämlich geirrt, denn die Wehrmacht war keineswegs zusammengebrochen. So stießen sowjetische Einheiten bei ihrer Offensive im Januar 1942 bei Rzeszow auf 10 deutschen Widerstand. In dem Gebiet hatte sich ein riesiger deutscher Frontbogen gebildet, rund 600 bis 650 Kilometer lang. Er ragte tief in sowjetisch kontrolliertes Gebiet hinein. Von hier aus blieb Moskau auch weiterhin bedroht, was das sowjetische Oberkommando permanent beunruhigte. Deshalb befahl Stalin Marschall Georgi Schukow, den späteren Sieger von Berlin, diesen Brückenkopf einzukreisen und zu vernichten. Das, was folgte, war jedoch keine schnelle Entscheidungsschlacht, sondern ein monatelanger Albtraum für die Soldaten. Auch für die Wehrmacht war Rzeszow von zentraler Bedeutung. Hitler sah den Frontbogen als mögliches Sprungbrett für einen erneuten Angriff auf die sowjetische Hauptstadt. Am 15. Januar 1942 befahl er deshalb, die Linie um jeden Preis zu halten. Die 9. Armee unter Generaloberst Walter Model sowie große Teile der 4. Armee und der 3. Panzerarmee gingen dort in Stellung. Bis zu 42 Divisionen wurden dazu im Raum Rzeszow konzentriert, Stellungen ausgebaut, Minenfelder gelegt, Artillerienester verschachtelt sowie Wälder und Sümpfe in Verteidigungszonen verwandelt. Rzeszow wurde zu einem tödlich effektiven Bollwerk ausgebaut, an dem sich die Rote Armee die Zähne ausbeißen sollte. 15 Monate Fleischwolf. In 4 groß angelegten Angriffswellen versuchte die Rote Armee, den Frontbogen von Rzeszow zu zerschlagen. Immer wieder stürmten sie gegen die gut befestigten deutschen Linien und immer wieder wurden sie im Artilleriefeuer zerschlagen. In manchen Abschnitten lagen ihre Verlustraten bei 80 oder 90%. Wälder wurden zu Massengräbern, Dörfer verschwanden von der Landkarte und der Boden war durchsetzt von Granatsplittern und Toten. Doch der sowjetische Angriff scheiterte nicht nur am deutschen Widerstand, er scheiterte auch an sich selbst. Unzureichend ausgebildete Soldaten wurden in die Offensive geworfen. Manche Offiziere besaßen nicht einmal Pistolen. Teilweise musste sich eine Gruppe Soldaten ein Gewehr teilen, deshalb sollten Waffen im Gefecht vom Gegner erbeutet werden. Auch die Munition war knapp. Für den täglichen Verbrauch wurden Obergrenzen festgelegt.
Aufgaben wurden erteilt, die in keinem Verhältnis zu den realen Möglichkeiten standen. Die grausame Folge: Zehntausende Tote in kürzester Zeit. Erst Anfang 1943, nach der Niederlage der Wehrmacht bei Stalingrad, ich habe dazu ein Video gemacht, wurde der Frontbogen aufgegeben. Die deutschen Truppen zogen sich rund 200 Kilometer zurück, um die Linie zu verkürzen. Rschew fiel, aber nicht durch den entscheidenden sowjetischen Durchbruch, sondern durch eine strategische Neuordnung der Front. Die Opferzahl sollte möglichst nicht kommuniziert werden. Die Zahl der Toten bei Rschew gehört zu den bis heute umstrittensten Verlustfragen des Zweiten Weltkrieges. Untersuchungen des russischen Militärhistorikers Grigori F. Kiroveschew beziffern die sowjetischen Verluste im Raum Rschew zwischen Januar 1942 und März 1943 auf rund 392.000 Gefallene und Vermisste sowie etwa 768.000 Verwundete, insgesamt also über 1,1 Millionen Mann. Andere Forscherinnen wie Svetlana Gerosimova verweisen auf regionale Archivfunde und gehen von bis zu 2 Millionen Verluste aus. Unstrittig ist jedoch, die Kämpfe um den Rschewer Frontbogen zählten zu den verlustreichsten Schlachten der gesamten Ostfront. Die hohen Opferzahlen erklären auch, warum Rschew unter den Soldaten als Fleischwolf galt. Nach 1945 verschwand Rschew weitgehend aus der offiziellen sowjetischen Geschichtsschreibung. Von einer Schlacht um Rschew wollte man nicht sprechen, stattdessen war von 4 Operationen mit lokalem Charakter die Rede. Rschew war ein ideologisches Tabu, weil es kein glänzender Sieg war, weil die Verluste immens waren und weil dort einer der größten militärischen Fehlschläge des Helden Georgi Schukows lagen. Die Archive blieben bislang verschlossen, Zahlen wurden relativiert und Kritik unterdrückt. Erst nach dem Zerfall der Sowjetunion begann eine ernsthafte historische Aufarbeitung. Archive öffneten sich, Studien erschienen. 2009 rückte eine Dokumentation über Rschew, die unbekannte Schlacht Schukows, das Thema erstmals in den Mittelpunkt einer breiten Debatte. Aber erst 2018 trieb die russische Militärhistorische Gesellschaft die Aufklärung weiter voran. Zweifel an der sowjetischen Kriegsführung oder Diskussionen über strategische Fehler spielen in diesem Geschichtsbild aber bis heute keine Rolle. Stattdessen wird Rschew als aufopferungsvolles Heldendrama und nicht als Tragödie gesehen. Tatsächlich war Rschew aber so blutig wie Stalingrad. Wie es zu diesem Krieg überhaupt kam, erläutere ich und über den Kriegsausbruch erläutere ich in meinen Büchern Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 3 und Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 4. Band 3 über die Kriegsvorbereitungen, das Vorspiel zum Krieg und Band 4 zum Kriegsausbruch. Beide Bände enorm umfangreich. Beide Bände mit über 2000 verifizierten Quellen. Es ging also um sehr, sehr viele Tote bei der Schlacht um Rschew, genauso wie es um Millionen Tote ging, als die alliierten Massenmörder die Deutschen vernichten wollten. Deshalb mein neues Buch, Deutschland muss vernichtet werden. Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Die Massenmörder Churchill, Stalin und Roosevelt sind auf dem Cover wegen ihren Bombenkriegen, Massenvergewaltigung, Konzentrationslagern für Deutsche und so weiter und so fort. Alles ist in diesem Buch dokumentiert, über 900 Seiten. Angela Merkel, die frühere Bundeskanzlerin, ist auf diesem Bild, weil ich mit über 100 Seiten belege, dass seit 2015 unser Volk zersetzt wird. Deshalb auch der Titel Zersetzung des deutschen Volkes. In diesem Buch, also aktuell bis heute, auch Friedrich Merz spielt noch eine Rolle in diesem Buch.
In diesem Buch könnt ihr alles nachlesen, was man unserem deutschen Volk angetan hat. Millionen Tote. Wenn ihr Teil der Gedenkkultur sein wollt, könnt ihr euch dieses Buch besorgen. Ich wünsche euch alles Gute. Noch ein Tipp, abonniert mich auf Telegram und auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de. Telegram ist sehr wichtig, weil ich dort jeden Tag Videos poste und Audionachrichten gebe, die ich hier bei YouTube nicht veröffentlichen kann. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.